Indem Sie den Kanal abonnieren, können Sie als Erster über die Veröffentlichung neuer Videos informiert werden. Eure Likes und Kommentare werden dazu beitragen, unsere Videos noch interessanter zu machen. Die Forscher schätzen, dass in relativ kurzer Zeit etwa 90% der Meeresarten und 70% der Landarten verschwunden sind. Einige von ihnen sind einzigartig und weisen Merkmale auf, die spätere biologische Arten nicht vorhanden sind. Aber das größte Aussterben in der Geschichte unseres Planeten hat auch bedingte positive Aspekte. Das Verschwinden von Tieren am Ende des Perms gab anderen Biotomen die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Dies betrifft zunächst Dinosaurier und andere Reptilien. Während der nächsten 185 Millionen Jahre wurden sie die Herren der Erde. Doch im Schatten dieser riesigen Schuppentiere entstanden die ersten Säugetiere und begannen sich zu entwickeln. Später führte dies zur Entstehung von Wesen wie dem Menschen. Wie in anderen ähnlichen Fällen war die Ursache des Aussterbens eine drastische Veränderung des Planetenklimas. Die meisten Bewohner der Erde können sich einfach nicht an die neuen Lebensbedingungen anpassen, aber die Debatte darüber, was den Klimawandel auslöst. Bis jetzt sind sie in der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht verschwunden. Die Ursache für das Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren ist mit bloßem Auge sichtbar. Er sieht aus wie ein riesiger Krater aus einem Asteroiden im Golf von Mexiko. Aber Wissenschaftler haben bisher keine Spuren einer Kollision der Erde mit einem ähnlichen Objekt an der Grenze zwischen Perm und Trias gefunden. Daher wurden in den letzten Jahrzehnten mehrere Theorien vorgeschlagen, die mit den Ursachen des Aussterbens im Perm zusammenhängen. Einige Wissenschaftler glauben, dass der damalige Klimawandel mit der Entstehung des Superkontinents Pangaea zusammenhängt. Die Entstehung einer solch großen Formation verändert die Topographie des Meeresbodens und wirkt sich auf die Gesamttiefe der Weltmeere aus. Darüber hinaus bemerkten viele Forscher einen dramatischen Rückgang des Sauerstoffspiegels in den Ozeanen in dieser Zeit. Beide Optionen könnten das Verschwinden einer großen Anzahl von Meeresflora und Fauna gut erklären. Aber unter diesen Bedingungen wären Landbewohner weniger betroffen. Oder wird ihr Aussterbungsprozess länger dauern? Die reichste Version im Laufe der Jahre ist eine langfristige vulkanische Aktivität. Der Hauptanteil dieser Aktivität fiel auf die sogenannten sibirischen Verletzungen. Der Name wurde durch das Datum fixiert, an dem die Lava die Form einer Stufe hatte. Der Begriff Trump lässt sich ins Schwedische als Steg übersetzen. Bis 1992 wurde angenommen, dass Sibirien etwa 5 Millionen Jahre lang starke Eruptionen erlebte, die die Kruste schmelzen begannen, als heiße Magmaströme, die als Plumen bekannt sind, an die Oberfläche aufstiegen. So etwas ist nur in einem viel kleineren Maßstab. Vor 250 Millionen Jahren lässt sich im Pazifischen Ozean in der Region der hawaiianischen Inseln beobachten, als ein Lavameer über die weite sibirische Ebene überschüttete. Vulkane stoßen Millionen Tonnen Asche und verschiedene Gase in die Atmosphäre. Das alles fällt in Form von saurem Regen zurück. Der Treibhauseffekt verstärkt sich, die Erde beginnt sich allmählich zu erwärmen, die Menge an Sauerstoff in der Atmosphäre beginnt rapide zu sinken und das Schlimmste ist, dass die Meeresorganismen in diesem Fall die Wassertemperatur erhöhen müssen, was dazu führt, dass eine große Anzahl verschiedener Mikroorganismen verschwinden. Nur die Anaeroben gediehen damals prächtig. Diese Organismen beginnen, den Schwefel intensiv zu verarbeiten und Schwefelwasserstoff in Wasser und Atmosphäre freizusetzen, was die Situation drastisch verschlimmert. Aber nach einiger Zeit führt die anhaltende Erwärmung des Wassers zu einer Verschärfung. Der Treibhauseffekt wird durch die Zersetzung von methanhaltigen Sedimenten weiter verschärft. Dann wird auch der atmosphärische Sauerstoff genutzt, um große Mengen Methan zu oxidieren. Das langfristige Aussterben fast aller Landfauna ist mit einer weiteren Wetterkatastrophe verbunden. Seit vielen Jahren war es die vorherrschende Version der Ereignisse, die am Ende des Perms stattfanden. Aber 1992 führte ein Team von Wissenschaftlern der Universität Birmingham eine Studie an einem Standort in Alfa, Italien durch und machte auf der Grundlage der dort entnommenen Proben eine überraschende Entdeckung.
Innerhalb kurzer Zeit wurden in den Gesteinsschichten keine Spuren der Anwesenheit lebender Organismen mehr gefunden. Wissenschaftler berichten, dass das Aussterben im Perm nicht Millionen von Jahren dauerte, höchstens einige Jahrzehnte und 1000 Jahre. Die ganze Theorie über einen allmählichen Anstieg des Treibhauseffekts und einen abnehmenden Sauerstoffgehalt muss ernsthaft überarbeitet werden. Die Meinung über die Kollision mit großen, unbekannten Weltraumobjekten taucht wieder auf. In Australien wurden kleine Mengen von Stoßquarz mit Sandkörnern gefunden, die Spuren starker Stöße tragen, und in der Antarktis wurden Isotope von Helium und Argon gefunden. Spezielle Konstruktion. Diese Verbindung gilt als charakteristisch für kohlenstoffreiche Meteoriten. Diese Himmelskörper existierten bereits zu Beginn des Sonnensystems. Es wurden zahlreiche indirekte Beweise für Planeten- und Asteroidenkollisionen gefunden, aber Wissenschaftler konnten den Krater nicht erkennen. In diesem Fall ist die Suche nach den Ursachen des Massensterbens vorübergehend unterbrochen und alle neuen Beweise basieren auf bestehenden Erkenntnissen und theoretischen Studien. Insbesondere glauben einige Wissenschaftler, dass neben der vulkanischen Aktivität selbst auch die Verbrennung der sibirischen Kohleflöze einen großen Einfluss auf diesen Prozess hatte. Natürlich fängt Kohle unter der Wirkung heißer Lava Feuer, aber die in die Atmosphäre gelangenden Verbrennungsprodukte verschärfen die ohnehin schwierige Situation auf der Erde. Perioden großer vulkanischer Aktivität näher an uns enden immer mit einem Rückgang der jährlichen Durchschnittstemperatur. Wissenschaftler verzeichneten beispielsweise einen Temperaturabfall nach dem Ausbruch des Vulkans Pinatubo in den 1990er Jahren. Eine ähnliche Situation gab es im 19. Jahrhundert nach den Ausbrüchen der Vulkane Krakatoa und Tamborov. Dies führte zu schlechten Ernten auf dem ganzen Kontinent. Im 17. Jahrhundert ereignete sich in Südamerika ein schwerer Ausbruch des Vulkans Huayna-Puthin. Gleichzeitig erlitt Russland 3 Jahre in Folge schlechte Ernten und schwere Hungersnot. Im Falle des Aussterbens der Dinosaurier führte die vulkanische Aktivität durch den Meteoritenfall zum Beginn einer weiteren Eiszeit. Aber am Ende des Perms war der Mechanismus genau das Gegenteil. Es ist seltsam, dass die Temperatur auf der Erde steigt und nicht fällt. Im Standardszenario solcher Katastrophen sieht alles ganz einfach aus. Der Schleier aus Rauch und vulkanischem Staub wird vor Sonnenlicht geschützt. Die Sonne hört auf, die Atmosphäre und die Oberfläche der Erde zu erwärmen. Das Klima auf der Erde kann manchmal über einen längeren Zeitraum kälter werden. Doch vor etwa 251 Millionen Jahren beschloss die Natur, einen anderen Weg zu gehen. Und einige Wissenschaftler glauben, dass die Ursache der Klimaerwärmung am Ende des Perms die Zerstörung der Ozonschicht war. Tatsächlich sind die Stoffe, die bei Vulkanausbrüchen freigesetzt werden, in der Lage, atmosphärische Ozonmoleküle zu zerstören. Zugegeben, das erklärt in keiner Weise, warum UV-Licht nicht vom Schwefeldioxid absorbiert wird, dann kann die Menge des Schwefelsäureelements, das bei einem Vulkanausbruch freigesetzt wird, die Atmosphäre und die Oberfläche der Erde vor Sonnenlicht schützen. Ein weiteres Rätsel im Zusammenhang mit dem Aussterbungsprozess im Perm widerspricht der Theorie, dass vulkanische Aktivität zum Tod von Organismen führte. Diese Aktivität erreicht ihren Höhepunkt in der Nordhalbkugel. Aber aus irgendeinem Grund sind die Flora und Fauna in den tropischen Teilen dieser Hemisphäre viel weniger betroffen als in ähnlichen Teilen der Südhalbkugel. Interessanterweise kommt ein großer Teil der gefährdeten Arten in den Polarregionen der Erde vor. Wissenschaftler zufolge wärmer sich das Wasser in der Nähe der Pole während der Katastrophe um etwa 15 Grad Celsius, während es in den Tropen um 10 bis 12 Grad anstieg. Aber angesichts der Tatsache, dass das Wasser in der Nähe der Pole zunächst kälter ist das Wasser um die Pole für Meerestiere immer noch attraktiver. Jetzt findet ein ähnlicher Prozess auf unserem Planeten statt, wo die globale Erwärmung dazu führt, dass Meerestiere allmählich in kältere Gewässer wandern beginnen. Das heißt, sie suchen nach angenehmeren Lebensbedingungen und der Äquator bewegt sich in Richtung der Pole. Nach evolutionären Maßstäben ist dies nur ein Augenblick und es dauert nur ein paar Jahrzehnte,
bis viele Arten ihren Lebensraum verändern. Warum taten die Tiere am Ende des Perms nicht dasselbe? Es ist unwahrscheinlich, dass der 250 Millionen Jahre alte evolutionäre Mechanismus anders funktioniert. Einige Forscher sagen, dass die Klimaerwärmung und das anschließende Aussterben durch einen dramatischen Anstieg der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre verursacht wurden. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass die Kohlendioxidkonzentration vor etwa 55 Millionen Jahren ungefähr die gleichen waren wie zum Zeitpunkt des Aussterbens im Perm. Selbst die Jahresdurchschnittstemperatur ist nur 1 Grad niedriger. Wissenschaftler nennen diese Zeit Paläozän und das geschätzte Maximum. Aber damals gab es kein weltweites Aussterben. Im Gegenteil, die Zahl der Lebewesen und die Vielfalt der Arten nehmen rasch zu. Ist die Erwärmung also die Ursache des größten Aussterbens in der Geschichte der Erde? Die große Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre führt zu einem kräftigen Pflanzenwachstum. Dies führte zu einer Zunahme der Anzahl von Pflanzen- und Fleischfressern. Außerdem gibt es für alle Tiere mehr Lebensraum. Und wenn es einen Überschuss an CO2 gibt, gäbe es keine Wüste. Alle zitierten Fakten deuten darauf hin, dass die Klimaerwärmung, die am Ende des Perms stattgefunden hat, nicht zu einem Massensterben führen würde. Aber es ist trotzdem passiert. Im Jahr 2017 untersuchte ein Team von Wissenschaftlern aus der Schweiz Proben, die in China gesammelt wurden. Basierend auf den Ergebnissen kamen sie zu dem Schluss, dass Spuren des Lebens etwa 10.000 Jahre früher aus den Sedimenten verschwanden, als bisher angenommen wurde. Es scheint, dass nach den Maßstäben der Evolution der Erde noch ein Dutzend 1000 Jahre nichts beeinflussen würden. Aber es ist in dieser Zeit, dass der Meeresspiegel der Welt gesunken ist. Aber mit der starken Erwärmung des Meeres soll der Wasserspiegel darin noch höher werden. Auf der Grundlage dieser Daten entschieden die Wissenschaftler, dass das Aussterben während der Abkühlung stattgefunden hat. Und die durch vulkanische Aktivität verursachte Erwärmung kommt später. Vielleicht wurde die Antwort auf das Geheimnis der Ursache des Aussterbens des Perms zu Beginn des 21. Jahrhunderts gefunden. Moderne Forschungsmethoden haben es ermöglicht, eine ziemlich seltsame geologische Formation zu entdecken, die unter dem Eis des Antarktis der Erde verborgen ist. Er hat die Form eines Kraters mit einem Durchmesser von fast 500 Kilometern. Der mittlere Teil dieses Kraters besteht aus sehr dichten Gesteinsschichten. Diese Dichte ist wahrscheinlich durch den Sturz eines großen Himmelskörpers entstanden. Um einen Krater dieser Größe zu erhalten, muss die Störung einen Durchmesser von mindestens 20 Kilometern haben. Im Vergleich dazu ist es erwähnenswert, dass der Krater, der beim Absturz des Meteoriten, der das Zeitalter der Dinosaurier beendete, nur 180 Kilometer im Durchmesser war. Analytische Methoden, die modernen Wissenschaftlern zur Verfügung stehen, zeigen, dass die Antarktiskrater nicht älter als 500 Millionen Jahre sind. Aber es ist unmöglich, sicher zu sein, dass dieser Meteorit am Ende des Perms eine globale Katastrophe verursacht hat. Jetzt liegt er unter mehr als 1 Kilometer dickem Eis. Aber der sibirische Leiter liegt fast gegenüber der Einschlagstelle der Erde. Vielleicht werden Wissenschaftler in Zukunft in der Lage sein, eine dieser Versionen irgendwie zu bestätigen oder zu widerlegen, aber es ist bisher nicht möglich, die Ursache des Permsterbens endgültig zu beenden. Wir bedanken uns bei den Zuschauern, die diese Folge zu Ende gesehen haben, und Sie können in den vorangegangenen Folgen mehr über andere Massensterben und die Entwicklung des Lebens in verschiedenen Zeiten der Existenz auf der Erde erfahren. Wir sprechen auch über Umweltfragen und die Besonderheiten der Beziehung zwischen Mensch und Natur im Laufe unseres Lebens.